stell dir vor, du verbringst wirklich Monate damit, die vielleicht kompliziertesten Grammatikregeln der Welt zu pauken. Oh ja, das klassische deutsche Grammatiktrauma. Absolut. Also du übst vor dem Spiegel, du lernst Vokabeln, bis dir der Kopf schwirrt. Und dann gehst du an einem ganz normalen Dienstagsmorgen in so eine Bäckerei, vielleicht in München oder Berlin. Mhm. Du bestellst absolut fehlerfrei 2 Brötchen auf Deutsch und fühlst dich einfach wie ein Champion, oder? Ja, wie der König der Welt. Genau. Aber dann, na ja, 10 Minuten später sitzt du im Bus und die Person direkt neben dir starrt stur aus dem Fenster und tut so, als würdest du überhaupt nicht existieren. Das ist hart. Das ist wirklich dieser klassische Realitätschecke. Eben. Das ist genau der Moment, in dem die Grammatik so richtig frontal auf die kulturelle Realität prallt. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Entdeckungsreise. Schön, dass du bei diesem ausführlichen Tauchgang dabei bist. Ja, hallo auch von mir. Heute beantworten wir nämlich eine unglaublich komplexe und oft auch etwas unbequeme Frage, und zwar, was denken Deutsche eigentlich über Ausländer? Eine Riesenfrage. Total. Unser heutiges Quelldokument ist dafür ein echt faszinierender Text. Der stammt ursprünglich so aus dem Umfeld eines Deutsch-Podcasts, speziell für das A2 bis B1-Niveau. Also genau für die Leute, die mitten in diesem Lernprozess stecken. Richtig, er wurde also für Menschen geschrieben, die gerade versuchen, exakt diese Kultur irgendwie zu entschlüsseln. Und ich finde, der Text nimmt dabei eine wirklich bemerkenswert balancierte Perspektive ein. Die geht weit über bloße Vokabeln hinaus. Mhm, absolut. Er zeichnet eben kein rein rosarotes Bild von der perfekten Willkommenskultur, aber er verfällt auch nicht in so einen puren Pessimismus, weißt du? Ja, er ist sehr realistisch, oder? Sehr realistisch. Er beschreibt diese sehr offene internationale Seite, die man in Metropolen wie Frankfurt, Hamburg oder Köln an jeder Ecke spürt. Aber er thematisiert halt auch wirklich schonungslos die tatsächlichen Hürden. Die Missverständnisse, ne? Genau, die Missverständnisse, die unausgesprochenen Regeln und diese alltäglichen Herausforderungen, an denen Neuankömmlinge oft total verzweifeln, besonders dann, wenn das Lehrbuchwissen an seine Grenzen stößt. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir sprechen ja hier von einer Nation mit über 80 Millionen Einwohnern. Ja, das darf man nie vergessen. Es ist also völlig illusorisch anzunehmen, dass es so etwas wie die eine homogene deutsche Meinung gibt. Als würden sich, keine Ahnung, 80 Millionen Menschen morgens bei einem Kaffee auf eine gemeinsame Haltung einigen. Das wäre schön, einfach, aber so funktioniert es halt nicht. Genau. Die Quelle fungiert hier vielmehr so als ein kultureller Kompass. Sie beleuchtet tief verwurzelte Eigenheiten, demontiert diese ganzen Stereotypen und zeigt einfach die Mechanik des echten Alltags auf. Mhm. Also egal, ob du selbst gerade mittendrin steckst, eine neue Sprache zu lernen, einen Umzug über Kontinente hinweg planst oder einfach verstehen willst, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft im Alltag eine Basis finden. Diese Analyse wird dir einige Aha-Momente liefern. Davon bin ich absolut überzeugt. Lass uns direkt mal mit dem offensichtlichsten Filter starten, den die Quelle identifiziert, nämlich die deutsche Sprache selbst. Ja, die Sprache wird in der Quelle ganz klar als das Nadelöhr zur Gesellschaft definiert. Das Nadelöhr. Ja, das trifft es gut. Das internationale Flair in den Großstädten ist zwar wunderbar, aber die deutsche Sprache ist der eigentliche Schlüssel, um wirklich hinter die Kulissen zu schauen. Der Text nutzt dafür ja genau das alltägliche Szenario, das du vorhin schon erwähnt hast. Die Bäckerei? Genau, die Bäckerei. Du gehst rein und sagst, Guten Morgen, ich hätte gern 2 Brötchen bitte. Und das Faszinierende hierbei ist, was die Quelle über die Erwartungshaltung der Deutschen in diesem Moment verrät. Okay, was denn? Dass alles perfekt konjugiert ist. Eben nicht. Es wird nämlich keineswegs grammatikalische Perfektion erwartet.
Die meisten Muttersprachler wissen instinktiv, wie unbarmherzig schwer ihre eigene Sprache eigentlich ist. Oh ja. Die Quelle listet da diese klassischen Stolpersteine auf. Den Kampf mit der das. Oh, das Geschlecht von Dingen. Richtig, diese völlig unlogische Zuweisung von Geschlechtern zu leblosen Objekten. Dass ein Mädchen sächlich ist, eine Gabel weiblich und ein Löffel männlich. Das macht ja logisch null Sinn. Überhaupt keinen. Und dann noch diese ewigen Schachtelwörter, ne? Genau. Und das schnelle, oft vom Dialekt gefärbte Sprechtempo auf der Straße. Aber was in dieser Bäckerei wirklich registriert wird, ist nicht, ob die Endung des Adjektivs stimmt, sondern der bloße Versuch. Ach krass, echt. Nur der Versuch. Ja, dieser sichtbare Aufwand, sich auf das linguistische Terrain des Gastlandes zu begeben, das erzeugt laut Text sofortigen Respekt. Okay, also wenn ich mir diese Bäckereiszene bildlich vorstelle, da spürt man ja förmlich den Puls steigen, oder? Oh ja, nackte Panik manchmal. Ja. Eine neue Sprache in so einer unkontrollierten öffentlichen Situation zu sprechen mit 3 ungeduldigen Leuten in der Schlange hinter dir, das ist ja wie der Versuch, ein super komplexes Instrument zum ersten Mal direkt auf einer großen Bühne vor Publikum zu spielen. Schöner Vergleich, man wartet quasi nur auf den falschen Ton. Genau. Aber hier muss ich die Logik der Quelle echt mal herausfordern. Okay, schieß los. Wenn die Menschen es angeblich so sehr schätzen und respektieren, dass man dieses schwierige Instrument spielt, warum berichten dann so unfassbar viele Neuankömmlinge, dass der Alltag draußen auf der Straße oft, naja, extrem unterkühlt, distanziert oder sogar abweisend wirkt? Ja, das ist eine super wichtige Frage. Weil das beißt sich doch irgendwie, oder? Respekt auf der einen Seite, aber Eiseskälte auf der anderen? Dieser scheinbare Widerspruch ist einer der absoluten zentralen Knotenpunkte des Textes. Die Quelle greift diese Beobachtungen sehr direkt auf. Also dieses Busding, was ich meinte. Genau, die Person im Bus, die sich neben dich setzt und beharrlich schweigt. Oder die Fahrgäste im Zug, die fast schon meditativ auf ihre Handys starren. Der Kassierer im Supermarkt, der die Waren in Lichtgeschwindigkeit über diesen Scanner zieht. Oh ja, das ist immer wie ein Leistungssport an der Kasse. Total. Ohne ein einziges Wort des Smalltalks zu verlieren. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, erklärt der Text hier einen fundamentalen psychologischen Mechanismus der deutschen Kultur. Und der wäre? Dieses Verhalten ist keine Unfreundlichkeit. Es ist absolut keine Ablehnung gegenüber Ausländern. Es ist vielmehr der Ausdruck eines tief verankerten kulturellen Bedürfnisses nach Privatsphäre im öffentlichen Raum. Privatsphäre in der Öffentlichkeit? Ja, genau. In vielen anderen Kulturen ist es extrem unhöflich, jemanden nicht in ein Gespräch zu verwickeln. Aber in Deutschland gilt der öffentliche Raum als eine Art neutrale Zone der Nicht-Einmischung. Okay. Jemanden in Ruhe zu lassen, ihm einfach seinen mentalen Raum zu gewähren, gilt hier als eine Form der Höflichkeit. Die Menschen brauchen Zeit und vor allem den richtigen, geschützten Rahmen, bevor sie den Schalter von öffentlich und neutral auf privat und persönlich umlegen. Ah, okay. Hier wird's wirklich interessant. Und das Wichtige daran, das ist keine exklusive Behandlung für Zugewanderte. Deutsche behandeln andere Deutsche auf der Straße exakt genauso. Wahnsinn. Wenn wir das Konzept der Privatsphäre greifbar machen wollen, da stoßen wir oft auf diese berühmte Analogie der Kokosnusskultur im Gegensatz zur Pfirsichkultur. Oh ja, ein klassisches Modell in der interkulturellen Kommunikation. Genau. In Nordamerika, also der klassischen Pfirsichkultur, da sind die Leute sofort weich, herzlich und wahnsinnig zugänglich an der Oberfläche. Man ist nach 5 Minuten Best Friends, ne? Richtig. Aber man stößt dann irgendwann auf einen super harten Kern, wenn es um echte krisenfeste Freundschaften geht.
Die deutsche Kultur hingegen ist die Kokosnuss. Eine harte, dichte, manchmal extrem abweisend wirkende Schale im öffentlichen Raum. Man prallt erstmal ab. Genau, man prallt ab. Aber wenn man durch diese Schale durch ist, findet man einen weichen, sehr verlässlichen Kern. Das beschreibt es perfekt. Das wirft aber doch unweigerlich die Frage auf, wie knackt man diese verdammte Kokosnuss, wenn man nicht den Hammer der jahrelangen Bekanntschaft hat? Ja, gute Frage. Wie sollen denn da echte Beziehungen entstehen, wenn die Gesellschaft so strukturiert ist, dass viele Erwachsene extrem fest in ihren alten Freundeskreisen aus Schul- und Unitagen verankert sind? Das ist die entscheidende handwerkliche Frage und die Quelle liefert dafür einen wirklich sehr pragmatischen Fahrplan. Okay, und wie sieht der aus? Der Mechanismus, um diese Schale zu durchdringen, basiert auf einem einzigen, unersetzlichen Faktor. Und zwar Zeit. Einfach nur Zeit. Ja, Freundschaften sind hier keine spontanen Explosionen der Zuneigung, sondern eine langsame, fast schon methodische Evolution. Die Quelle beschreibt den Arbeitsplatz als den absoluten Dreh- und Angelpunkt für diesen Prozess. Ah, die Arbeit, okay. Die Arbeit ist der Raum, in dem man zwangsläufig Tag für Tag Zeit miteinander verbringt. Aber es geht nicht nur um physische Anwesenheit. Sondern? Der Text benennt ganz spezifische Werte, die in diesem Umfeld als soziale Währung funktionieren. Pünktlichkeit, absolute Zuverlässigkeit, Respekt und Teamarbeit. Das sind die Werkzeuge, mit denen die Schale bearbeitet wird. Also quasi durch Leistung zur Freundschaft. Ein bisschen, ja. Die Logik dahinter ist simpel. Wer im professionellen Kontext durch Taten beweist, dass er verlässlich ist, dem wird auch im privaten Vertrauen entgegengebracht. Wenn diese Parameter stimmen, argumentiert die Quelle, wird die Herkunft oder der Akzent völlig sekundär. Man ist dann einfach der zuverlässige Kollege. Genau. Die Kollegen sehen dann nicht mehr den Fremden, sondern den Menschen, auf den man sich verlassen kann. Das ist ein interessanter Übergang vom Professionellen ins Private. Aber wie genau sieht dieser Moment aus, in dem die Grenze überschritten wird? Das ist ein sehr subtiler Prozess. Weil wie komme ich denn von der reinen Pflichterfüllung im Büro zu einer echten menschlichen Verbindung, ohne diese unsichtbare Grenze der Privatsphäre zu verletzen? Da hat man doch sicher Angst, zu weit zu gehen. Die Quelle veranschaulicht diesen sensiblen Übergang mit einer sehr schönen, sehr treffenden Geschichte über zwei Kollegen Anna und Karim. Ah, okay. Karim stammt aus Marokko und lebt seit 2 Jahren in Deutschland. Er fängt neu in dem Büro an. Er leistet gute Arbeit, ist zuverlässig, aber die persönliche Brücke fehlt eben noch. Diese typische Distanz am Anfang. Richtig. Anna geht dann schließlich den ersten Schritt und fragt ihn ganz klassisch nach seiner Herkunft. Und Karim entscheidet sich in diesem Moment für Ehrlichkeit? Also keine Standardfloskeln. Genau. Er überspielt seine Unsicherheit nicht, sondern erzählt offen von seinen anfänglichen Hürden und gibt zu, wie massiv ihn die deutsche Sprache anfangs überfordert hat. Das ist mutig. Ja, und anstatt das einfach abzunicken, lacht Anna und gibt zu, dass die deutsche Grammatik selbst für Muttersprachler oft ein völliges Mysterium ist. Oh, das bricht das Eis, oder? Exakt. Dieser kleine Moment der geteilten Verletzlichkeit ist der Schlüssel. Aus dem oberflächlichen Hallo auf dem Flur wird dann ein gemeinsamer Kaffee. Und aus dem Kaffee wird mehr. Aus dem Kaffee wird ein Gespräch über Urlaubspläne und Essen. Und über Monate hinweg, da haben wir wieder den Faktor Zeit, entwickelt sich eine echte, tragfähige, kollegiale Freundschaft. Die Quelle hebt dabei übrigens das Thema Essen als massiven Katalysator hervor. Essen verbindet ja immer. Egal wo. Total. Ob italienisch, türkisch, griechisch, arabisch, asiatisch oder einfach ein mitgebrachter Kuchen aus der Heimat, das gemeinsame Essen senkt diese formellen Barrieren drastisch. Es ist so eine nonverbale Einladung, Kultur zu teilen, die fast immer auf Neugier stößt. Das gemeinsame Mittagessen also quasi als trojanisches Pferd, um in die Festung der deutschen Privatsphäre einzudringen. Haha, ja, das ist ein großartiges Bild. Das ergibt absolut Sinn.
Aber ich muss an dieser Stelle bei der Arbeitsplatztheorie trotzdem nochmal kritisch einhaken. Immer gerne. Ist das nicht ein enormer, fast schon toxischer Druck für den Zuhörer? Wenn ich das so höre, klingt das fast nach einer Checkliste für einen Roboter. Ich verstehe, was du meinst. So nach dem Motto, sei immer pünktlich auf die Minute, sei extrem zuverlässig, funktioniere perfekt im Team und dann, nach monatelanger Probezeit, wirst du vielleicht als Mensch akzeptiert. Muss man erst seine eigene Spontanität komplett opfern und zum ultimativen Vorzeigearbeiter mutieren, um überhaupt die Chance zu bekommen, Vorurteile abzubauen? Das ist ein sehr wichtiger Vorbehalt, den die Quelle aber wirklich explizit entschärft. Es geht in dem Text eben nicht um maschinelle Perfektion oder Selbstaufgabe. Okay, Gott sei Dank. Integration wird dort ganz klar als Zusammenleben und gegenseitiges Voneinanderlernen definiert, nicht als totale Assimilation. Man muss sich also nicht unsichtbar machen. Genau, du musst deine Identität nicht an der Grenze abgeben. Die Quelle betont sehr schön, dass man seine Muttersprache pflegen soll, während man Deutsch lernt. Dass man stolz auf seine eigene Kultur sein darf, während man sich auf die neuen Spielregeln einlässt. Das ist eine gute Balance. Und der Text bleibt dabei auch erfreulich objektiv. Er klammert die dunklen Seiten nicht aus. Es wird ganz neutral angesprochen, dass es unfaire Behandlung gibt, dass es falsche Informationen, festgefahrene Vorurteile und negative Erfahrungen gibt, die man unweigerlich machen wird. Weil eben nicht jeder Mensch offen ist. Richtig, aber die zentrale Botschaft der Quelle ist ein starkes Plädoyer gegen die Pauschalisierung. Also schließe niemals von der Frustration mit einer unhöflichen Person auf der Ausländerbehörde oder im Bus auf ein ganzes Land. Mhm. Und genauso wird der Aufruf an die deutsche Seite formuliert, nicht von einer Einzelperson auf eine ganze Nation von Einwanderern zu schließen. Das ist wahrscheinlich die größte kognitive Falle überhaupt, oder? Das Gehirn will Muster erkennen und macht aus einer schlechten Erfahrung an der Supermarktkasse direkt eine allgemeingültige Regel über die Deutschen. Exakt, das ist das Problem. Und um diese Muster noch genauer zu durchleuchten, differenziert die Quelle auch sehr stark nach Geografie und Demografie. Wie meinst du das? Stadt versus Land. Alltäglich, dass sie im Grundrauschen der Stadt völlig untergeht. Du fällst da schlichtweg nicht auf. Ja, in Berlin dreht sich niemand nach dir um, egal was du trägst oder sprichst. Richtig. Wenn du aber in ein kleines Dorf ziehst, in dem sich die Familien seit Generationen kennen, schlägt dir oft eine enorme Neugier entgegen. Die dann manchmal vielleicht wie Ablehnung wirkt? Ja, genau, da macht der Text einen wichtigen Unterschied. Diese dörfliche Neugier ist nicht automatisch mit Ablehnung oder Vorurteilen gleichzusetzen. Oft ist es einfach nur die Konfrontation mit etwas völlig Neuem, weil internationale Biografien dort seltener sind. Die Leute schauen genauer hin. Sie stellen vielleicht direkte, manchmal etwas unbeholfene Fragen. Ah, verstehe. Und wie ist es mit den Generationen? Da gibt es durch den demografischen Wandel riesige Unterschiede. Für junge Deutsche, die durch internationale Studiengänge, das Erasmus-Programm, globale Musik und natürlich soziale Medien geprägt sind, ist ein multikulturelles Umfeld längst die absolute Normalität. Da verschwimmen die Grenzen dieser berühmten Kokosnuss ohnehin immer mehr. Also, was bedeutet das alles? Wenn ich die Mechanik der Quelle richtig interpretiere, ist Integration gar nicht dieser klassische Schmelztiegel, in dem alles unter enormer Hitze zu einer einheitlichen, grauen Masse verschmilzt, bis am Ende niemand mehr Ecken und Kanten hat. Genau das ist es nicht. Es ist auch nicht einfach nur ein buntes Buffet, bei dem man mal probiert. Es gleicht vielmehr einem wahnsinnig komplexen Getriebe. Ein Getriebe, das gefällt mir. Ja, stell dir vor, du kommst mit deinem eigenen, einzigartigen Zahnrad an. Du veränderst nicht das Material deines Zahnrads, aber du musst herausfinden, wie deine Zähne in die des großen Systems greifen können.
Die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit am Arbeitsplatz sind quasi das Schmieröl, das die Zahnräder ineinander gleiten lässt. Das ist eine wirklich brillante Analogie. Danke. Wenn wir also bei diesem mechanischen Bild bleiben, was sind, laut der Quelle, die absoluten Basiswerkzeuge, die man als Neuankömmling dabei haben muss, um dieses Getriebe überhaupt in Bewegung zu setzen? Die Werkzeuge, die der Text da nennt, sind erstaunlich niederschwellig, aber sie haben eine gewaltige Hebelwirkung. Wirklich, was denn? Es sind die kleinen, oft unterschätzten Schmierstoffe des Alltags. Ein freundliches Guten Morgen, ein Danke, ein Bitte, ein ehrliches Entschuldigung und einen schönen Tag noch. Also wirklich die Basics? Ja, diese winzigen sprachlichen Gesten signalisieren grundlegenden Respekt vor den Regeln des öffentlichen Raums. Und das öffnet erstaunlich viele Türen. Aber die Quelle geht noch einen entscheidenden Schritt weiter und liefert quasi den ultimativen Hack, um die Sprachbarriere zu umgehen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was ist der Hack? Gemeinsame Interessen außerhalb der Arbeit. Der Text rät dringend dazu, sich Zeit zu geben und Vereine oder feste Hobbys zu suchen. Das kann der lokale Fußballverein sein, ein Fitnessstudio, ein Kochkurs, eine Musikgruppe oder ganz klassisch deutsch das Wandern. Ah, der Verein. Natürlich, die Deutsche Vereinsmeierei. Genau. Und der Mechanismus dahinter ist wirklich brillant. Wenn Menschen eine gemeinsame physische Aktivität ausüben, rückt die Sprache sofort in den Hintergrund. Klar, weil man ja was tut. Richtig. Wenn du im Verein einen perfekten Pass spielst, ist es dem Stürmer völlig egal, ob du den korrekten Artikel für den Ball kennst. Das gemeinsame Handeln schafft ein Fundament, auf dem Gespräche später ganz organisch, ganz ohne den Druck aus der Bäckereischlange, entstehen können. Das nimmt total den Druck raus. Und die wichtigste Regel von allen, die der Text formuliert, ist Geduld. Man darf nicht zu streng mit sich selbst sein. Das Gehirn braucht einfach Zeit, um diese neue Software zu installieren. Die Quelle verspricht geradezu, nach einem Jahr sieht die Welt, die heute noch fremd und abweisend wirkt, schon völlig anders aus. Wow, das ist eine unglaublich beruhigende Perspektive. Wenn ich das Ganze für dich zusammenfassen darf, die vielleicht mächtigste Erkenntnis aus dieser gesamten Analyse ist ein simpler Wechsel der Perspektive. Absolut. Wenn du dich ständig fragst, was denken all diese Deutschen eigentlich über mich, wirst du verrückt werden, weil diese monolithische Gruppe schlicht nicht existiert. Ja, den typischen Deutschen gibt es nicht. Genau. Der Schlüssel liegt darin, den Zoom-Faktor zu ändern. Lerne das Individuum kennen, das in genau diesem Moment vor dir steht und frage dich, wie ist dieser spezifische Mensch? Teilt dieser Kollege meinen Humor? Genau. Oder mag diese Nachbarin auch Fußball? Das löst dieses abstrakte, furchteinflößende Konstrukt einer ganzen Nation in kleine, machbare menschliche Begegnungen auf und nimmt extrem viel Druck aus dem Kessel. Diese Fokussierung auf das Individuum ist exakt der Kern des Textes. Und weißt du, das wirft eine wichtige Frage auf. Einen Gedanken, den wir zum Schluss noch etwas weiter spinnen sollten, weil er über unsere heutige Quelle hinausgeht. Okay, woran denkst du? Na, wenn wir gerade festgestellt haben, dass gemeinsame Hobbys im realen Leben, die kleinen Begegnungen am Kopierer im Büro und das physische Teilen von Essen die wahren Motoren für das Hineinwachsen in eine Kultur sind, was passiert dann mit dieser Mechanik in unserer aktuellen Zeit? Oh, du meinst durch Homeoffice und so. Ganz genau. Wie wird die zunehmende Digitalisierung, die Normalität des Homeoffice und das Leben in sozialen Netzwerken diese Art der Integration dauerhaft verändern? Wenn der Flurplausch wegfällt, weil Karim und Anna nur noch über Videocalls kommunizieren und der Fußballverein durch Online-Gaming ersetzt wird, wachsen Neuankömmlinge dann in Zukunft völlig anders in eine fremde Kultur hinein? Krass.
Werden wir durch diese Bildschirme isolierter und bleiben in unseren eigenen kulturellen Filterblasen stecken oder entstehen dadurch vielleicht völlig neue digitale Nachbarschaften, in denen die alte harte Schale der Kokosnuss gar keine Rolle mehr spielt? Das ist echt ein faszinierender und fast schon ein wenig unheimlicher Gedanke, den du da in den Raum stellst. Ja, da muss man mal drüber nachdenken. Absolut. Vielleicht müssen wir in 10 Jahren gar nicht mehr lernen, wie man die Kokosnuss im Büro knackt, sondern eher, wie man sich durch den digitalen Dschungel navigiert, ohne die menschliche Verbindung zu verlieren. Das wird die nächste große Herausforderung. Aber bis wir herausgefunden haben, wie diese neuen digitalen Zahnräder genau funktionieren, bleibt uns in der echten Welt wohl nur eines: mutig sein. Die harte Schale akzeptieren, ohne sie persönlich zu nehmen, ein freundliches Guten Morgen auf den Lippen haben und vielleicht einfach mal einen Kuchen mit ins Büro bringen. Kuchen hilft wirklich immer. Aha, ja. Wir hoffen, du konntest aus dieser ausführlichen Analyse spannende neue Perspektiven für deinen eigenen Weg mitnehmen. Beobachte doch in den nächsten Tagen einfach mal ganz bewusst dein Umfeld, ob im Bus, an der Kasse oder auf der Arbeit, und schau, ob du die Mechanik der Kokosnuss in freier Wildbahn entdecken kannst. Danke, dass du bei diesem Tauchgang dabei warst. Bleib neugierig, sei nachsichtig mit dir selbst und wir hören uns bei der nächsten Entdeckungsreise. Mach's gut. Tschüss.